Das war sogar Flive PC. Ich glaube, es war tatsächlich nicht Flive Universe. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Alles, was so 2, 3 Jahre her ist, bin ich mir immer auch voll unsicher, ob das Flive Universe war oder Flive PC. Und das ist jetzt auch sowas. Es gab mal die Möglichkeit, sich über Apple anzumelden. Ich glaube, es war wirklich Flive PC. Und... Nee, wobei, es müsste Flive Universe gewesen sein. Oder war es doch Flive PC? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es mal die Möglichkeit, sich bei Flive mit Apple oder so anzumelden. Und dieses Login via Apple hat Apple irgendwann einfach deaktiviert. Oh, Apple geht noch, beziehungsweise steht da noch. Okay, dann muss es Flive PC gewesen sein, wenn es bei Flive Universe noch da steht. Auf jeden Fall haben sie es irgendwann einfach deaktiviert. Und da musstest du auch so einen voll komplizierten... Ja doch, es war safe Flive PC, jetzt erinnere ich mich wieder, ja. Da musstest du so einen voll komplizierten... Oder was heißt voll kompliziert? Da musstest du auch so einen ultra umständlichen Ding durchmachen, zeitlich begrenzt, wo du deinen Login über Apple-Account quasi zu einem richtigen Flive-Account, weil das ist ja kein... Also Login über Apple, das ist ja quasi... Das ist ja nichts quasi. Das ist ja wie... Sein Account existiert ja eigentlich gar nicht wirklich. Weil du dich ja mit Anmeldedaten von einem Drittanbieter anmeldest. Und sobald dieser Drittanbieter nicht mehr existiert, existiert dein Account quasi effektiv nicht mehr. Beziehungsweise wissen die dann nicht mehr, zu wem dieser Charakter, zu wem das ganze Zeug gehört auf dem Account. Weil der Account ja nicht bei denen lag. Die wissen ja nicht, welche E-Mail und whatever. Die wissen ja gar nichts. Das dürfen sie ja gar nicht wissen. Und dann haben sie es irgendwann entfernt und gesagt, ja, es geht jetzt nicht mehr. Oder vielleicht war es zu teuer oder so. Keine Ahnung. Also wenn es noch existiert, dann... existiert es nur noch bei Flive oder nur bei Flive PC nicht mehr, was auch immer. Auf jeden Fall, ja, war dann auch wieder so ein Riesengeschiss quasi. Ja, ihr habt jetzt so und so lange Zeit. Wer es nicht in der Zeit macht, verliert seinen Account unwiderruflich, bla 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 bla. Und das war, glaube ich, kurz nachdem sowieso schon so viele Leute ihren Account verloren haben. Ein halbes Jahr oder ein Jahr später oder so. Einfach das gleiche nochmal. Also ich glaube, das war dann schon nach Flive Universe Release, das waren es wahrscheinlich sogar schon 2 Jahre. Aber total bescheuert einfach. Also, ich meine, klar, du kannst es nicht wissen, zugegebenermaßen. Also halbwegs fair, muss man sagen, ja. Aber wenn Apple quasi generell nicht diese Login-Funktion deaktiviert hat über Drittanbieter oder als Drittanbieter, dann fragt man sich halt, warum hat Flive PC es dann entfernt? Also höchstwahrscheinlich Kostengründe. Und das ist halt immer zu Ungunsten der Spieler, muss man sagen. Also das ist halt echt ätzend. Dass immer wir die Leidtragenden sind bei sowas. Und dann halt, mein gut, okay, ich glaube nicht, dass so viele Leute ihren Flive-Konto über Apple erstellt haben, beziehungsweise Flive über Apple-Konto gespielt haben. Aber ich kenne das schon auch, wenn ich mich zum ersten Mal irgendwo random anmelde und gar nicht weiß, was das ist oder so. Ich meine, dann nutze ich diese Funktion schon mal. Also Webseiten halt, ich meine, bei Videospielen habe ich es noch nie benutzt, aber bei Webseiten oder so habe ich es schon auch mal benutzt. Ich logge mich mal schnell mit Google ein oder mit Facebook oder so. Keine Ahnung, weil du musst dich halt anmelden, um schnell was nachzuschauen, hast du ja keinen Bock, einen Account zu erstellen. Da machst du es halt mal irgendwie so. Aber eigentlich ist das echt übelst der Schmutz. Also für Videospiele ist es auf jeden Fall Schmutz. Weil wie gesagt, dann entfernen die das irgendwann. Und wenn du zu dem Zeitpunkt nicht aktiv spielst und du kriegst das nicht mit, dann ist dann einfach dein Account futsch. Für immer. Also, es ist wirklich ein extremes Risiko tatsächlich. Also wie gesagt, ich glaube, davon waren wahrscheinlich keine 500 Leute betroffen weltweit von diesem Flive Apple Login Desaster in Anführungszeichen. Aber imagine, du bist einer von diesen 500 weltweit, die davon betroffen sind. Und dann irgendwie hast du 2 Jahre lang gespielt, dann hast du halt eine Pause gemacht, machen halt viele Leute, spielst ein paar Monate nicht. Genau in diesen paar Monaten passiert es. Man hat insgesamt nur 2, 3 Monate Zeit, um darauf zu reagieren. Du kriegst es nicht mit, weil du, keine Ahnung, irgendwo in fucking Timbuktu unterwegs bist. Oder machst eine Rucksackwanderung durch Südamerika 3 Monate lang. Kommst zurück und stellst fest, kannst dich nicht mehr in Flive einloggen, weil einfach deine Login-Methode gelöscht wurde, mit der du dich immer angemeldet hast. Und du ja eigentlich gar keinen Flive-Account hattest. Und dann kannst du einfach nicht mehr spielen und alle deine Sachen sind weg. Also das ist actually crazy. Deswegen meine Empfehlung für euch. Also ich glaube nicht, dass es so viele Videospiele haben tatsächlich. Ja, wobei heutzutage, wo immer mehr über Web und so läuft. Aber ich würde immer davon abraten, also ich würde immer einen Account, eigentlich einen richtigen Account erstellen bei Videospielen. Das ist das Sicherste. Ist auch nicht garantiert, dass deine Sachen für immer da sind. Bei einem Publisher-Wechsel oder so, bei einem Anbieterwechsel
Ich meine, kann es schon auch passieren, dass dann einfach deine Sachen weg sind. Oder dass das Spiel offline geht. Ich meine, das kann auch immer passieren, theoretisch. Aber das sind halt dann so Sachen, ich meine, da kann man dann wirklich nichts machen. Aber bei so Zusatzdingern, die ja wirklich, wo man sagen kann, naja, also ob ich mir jetzt so einen Account, also, na gut, das ist schon leichter natürlich, aber die paar Sekunden mehr hat man ja eigentlich Zeit, sich richtig einen Account zu erstellen. Und ja, da denkt man natürlich im ersten Moment nicht dran, aber so als Hintergrundwissen, wenn man das weiß, dass es sowas schon mal gegeben hat, dann ist das schon nicht schlecht. Aber so alten Flive-Accounts wäre es eh egal, weil die allermeisten Leute haben ja einen Account so oder so verloren. Und ganz früher konnte man sich mit sowas wie Apple oder so sowieso nicht anmelden. Nicht, dass ich wüsste. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Oft natürlich vermeidbar wahrscheinlich sogar. Vom Entwickler, Publisher, Anbieter. Weil damals, als die Webzen Gpotato aufgekauft wurde von Webzen, konnte man kann heutzutage, soweit ich weiß noch, wobei es ein bisschen eine andere Situation ist, aber man kann heutzutage sogar noch von Gpotato auf Webzen transferieren. Und das war ja vor 11 Jahren, wo Gpotato von Webzen übernommen wurde, endgültig. Und das ganze Portal und so weiter übernommen wurde. Und du kannst heutzutage, glaube ich, noch deinen Gpotato-Account in einen Webzen-Account umwandeln, sofern du halt deine Daten kennst. Die kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr, der seit 11 Jahren keinen Gpotato mehr genutzt hat oder kein Webzen. Aber theoretisch kannst du es noch. Und das ist schon cool, wenn man sowas permanent anbietet. Und ich wette, das ist auch möglich, wenn man jetzt nicht eine komplette Firma übernimmt, sondern irgendwie einfach nur so Anmeldeoptionen wegfallen. Aber meistens wird es halt einfach wieder der Geiz sein. Also die Firma sagt halt, das kostet zu viel Geld oder ist es uns nicht wert? Oder was juckt uns das, ob man in 10 Jahren nochmal seinen Account zurückhaben will? Man hat jetzt 2 Monate Zeit und wer es jetzt nicht macht, ist halt selber schuld, Pech gehabt oder so. Also meistens scheitert es wahrscheinlich wirklich daran. Mit dem Apple-Login bei FlivePC war es safe das gleiche. Die haben safe wahrscheinlich irgendwie Geld verlangt oder so und die haben wahrscheinlich gesagt, das lohnt sich für uns nicht. Wir zahlen da, was weiß ich, lass es 100 Euro im Monat sein. Das ist uns zu teuer. Alle anderen Einlog-Methoden sind gratis und ihr verlangt das einzige Geld. Dann sagen wir einfach, ja, dann machen wir das halt auch nicht mehr. Geben den Spielern 2 Monate Zeit, ihr Zeug zu transferieren auf einen richtigen Account. Und wer es nicht macht, hat halt Pech gehabt und kann dann einfach nicht mehr spielen. Und muss von neu anfangen mit einem neuen Account. Aber die Hintergründe kennt man natürlich nicht und es wird auch immer nicht mitgeteilt, deswegen kann man es nicht sicher sagen. Aber ich wette, es ist 50-50. Manchmal reißt irgendeine Firma zieht einfach die Reißleine oder geht pleite oder so, dann kann man nichts machen wahrscheinlich. Aber in vielen Fällen könnte man wahrscheinlich schon zugunsten der Spieler es probieren zu retten, solange wie es geht. Oder halt auch noch 10 Jahre später anzubieten, wenn du deine Daten noch kennst, kannst du jetzt immer noch deinen Account irgendwie transferieren oder so. Aber den meisten ist es halt wahrscheinlich einfach egal, was zu viel Geld und Zeit kostet. Und die interessiert ja nur das Geld. Die interessiert ja nicht wirklich, ob der Spieler tatsächlich seine Sachen verliert oder nicht. Das ist denen ja wurscht. Leider. Wobei ich finde halt, also bei FlivePC finde ich es schon schade, weil bei dem zweiten Transfer 2020 hatte man ja auch nur ein paar Monate Zeit, also bei dem richtigen Transfer, also jetzt nicht mit Apple oder was auch immer, sondern generell transferier oder du kannst nie wieder mit deinen Sachen spielen. Da hätte man es auf jeden Fall so machen können wie damals mit Webzen und Gpotato. Da hätte man bestimmt irgendeine Einigung erzielen können, die auch datenschutzrechtlich standgehalten hätte, wo man auch noch Monate, Jahre später irgendwie das hätte machen können. Es hätte bestimmt irgendwie funktioniert. Es hätte halt sehr viel Geld und sehr viel Zeit wahrscheinlich gekostet. Langfristig. Also finanziell hätte es sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Definitiv nicht. Aber da muss man halt fragen, schaut man kurzfristig oder langfristig auf ein paar $1000 Verlust, die man dadurch permanent hat. Aber zeitgleich die Möglichkeit, dass jederzeit hunderte Spieler bei Interesse zurückkehren können und sofort anfangen können zu zocken mit High-Level-Accounts und halt direkt motivierter sind, vielleicht auch längerfristig wieder zu spielen und zu cashen. Oder sagt man, nee, wenn diese paar 100.000 Leute, also paar 100 bis 1000 Leute über ein paar Jahre wieder anfangen zu spielen, müssen sie halt alle von Null anfangen. Und das riskieren wir aber, dass sie dann, wenn sie von Null anfangen müssen, sagen, okay, ich spiele vielleicht nochmal, aber ich habe keine Lust mehr zu cashen unter diesen Umständen, weil alle meine Sachen früher gelöscht wurden und ich keine Lust habe, dass es nochmal passiert. Oder dass sie ja dann einfach nicht langfristig so viel spielen.
oder nicht mehr längerfristig spielen. Tja, dafür hat man sich leider entschieden. Für diese Option. Aber die Wahl hatten sie bestimmt. Safe. Aber bei sowas spielt immer nur Gaty kurzfristig die tragende Rolle. Also mich würde schon interessieren persönlich, also wir werden es nie erfahren natürlich, aber mich würde persönlich interessieren, wie es heutzutage bei Fly PC aussehen würde, wenn sie sich dafür entschieden hätten, dass man jetzt noch 4 Jahre später seinen Webstone-Account, also seine alten Flive-Daten, auf neue übertragen könnte. Und jetzt noch Leute, die seit 2013 nicht mehr online waren, immer noch sagen könnten, hey, ich habe seit 11 Jahren nicht mehr gespielt, aber ich weiß noch meine Anmeldedaten. Also ich weiß zumindest noch, welche E-Mail ich benutzt habe und whatever. Und dann gibt es irgendwie eine Übertragungswebsite oder so, da meldet man sich quasi, oder dort sagt man quasi, hey, ich habe Flive gespielt, hier sind meine Daten. Webstone filtert das raus, sucht raus, welcher Charakter dazugehört, beziehungsweise welcher Account, oder schickt das halt an Gala. Und Gala sagt, yo, hier ist der Account, melde dich da und pipapo. Und dann kannst du wieder zocken. Mit deinen gleichen Sachen, mit den gleichen Charaktern, mit allem drum und dran. Wäre schon cool. Und wenn sie das so gemacht hätten, ich wette, es sähe in Flive PC anders aus. Vielleicht nicht sehr viel besser, höchstwahrscheinlich nicht. Aber ich kriege immer noch täglich, oder, naja gut, täglich ist übertrieben, aber ich kriege immer noch mindestens einmal die Woche einen Kommentar, wo jemand fragt, hey, wie sieht's aus mit meinen alten Flive-Daten, existieren die noch? Oder mit meinen alten Flive-Accounts, existieren die noch? Oder kann ich die irgendwie wieder kriegen oder so? Also da hängt schon viel dran, viel Nostalgie und so. Und sicherlich, wenn jemand einfach nur einmal online geht, seine alten Sachen abcheckt und ein bisschen in Nostalgie schwelgt und dann wieder offline geht und nie wieder online kommt, klar bringt das jetzt Scala erstens kein Geld und auch so bringt es denen nicht wirklich was. Aber andererseits, ich meine, selbst mit dem Argument, jetzt gibt es ja Flive Universe, wo jeder neu anfangen musste. Ich meine, mittlerweile zieht das Argument auch nicht mehr so gut, weil Flive Universe schon seit 2 Jahren online ist. Also du hast jetzt auch schon sehr viel aufzuholen, wenn du zum allerersten Mal Flive Universe spielst. Und dann zu sagen quasi, naja, ist uns egal, weil entweder fängt halt Flive PC neu an oder Flive Universe oder er spielt auch gar nicht mehr. Das Risiko ist es uns sozusagen wert. Finde ich es halt trotzdem, also es ist halt quasi also du kannst es nicht abwägen, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand tatsächlich nochmal zurückkehrt und dann tatsächlich nochmal weiterspielt. Aber was man auf jeden Fall definitiv sagen kann, ist, wenn jemand zurückkehren will und du sagst ihm dann, ja, das geht nicht, alle deine Sachen sind gelöscht, du hast es nicht transferiert, du kannst nie wieder mit deinem alten Account spielen. Wenn du nochmal spielen willst, musst du von Null anfangen. Da kannst du dir schon ziemlich gut ausrechnen, mit was für einer Wahrscheinlichkeit der tatsächlich nochmal spielen wird. Und zwar vollkommen egal, ob Flive PC oder Flive Universe. In dem Moment, wo er diese Nachricht bekommt, hat er erstmal die Schnauze gestrichen voll. Weil er denkt sich, ja, was für eine Scheiße. Ich habe zwar schon seit 10 Jahren oder whatever nicht mehr gespielt, aber dadurch, dass das Spiel so alt ist, kannst du trotzdem sagen, ich habe 10 Jahre gespielt und all meine 10 Jahre Progress und whatever wurde alles gelöscht. Und wenn du jemandem so eine Nachricht übermittelst, dann kannst du ja, wie gesagt, relativ sicher sein, dass der dann erstmal keinen Bock hat, weder Flive PC noch Flive Universe nochmal anzufangen zu spielen. So ist es einfach. Und das kann man sich schon ungefähr ausrechnen. Weil ich sehe das halt so, also ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil ich hatte die Situation zum Glück noch nie. Aber wenn ich jetzt halt zurückkehren würde und mir würde jemand sagen, ja, hey, kannst nicht mehr spielen, ist echt scheiße, deine ganzen Sachen sind weg. Aber weißt du was, sie haben ein neues Game released, Flive Universe, da musste, vor 2 Jahren, by the way, jeder sowieso neu anfangen. Fang doch einfach da neu an. Also, ich meine, es klingt ein bisschen besser, als einfach nur zu sagen, ja, musst du einfach neu anfangen. Aber es klingt trotzdem extrem scheiße. Also ich glaube nicht, dass ich da Bock drauf hätte. Also irgendwann vielleicht mal, aber in dem Moment wäre ich wahrscheinlich erstmal ziemlich pisst. Und wie gesagt, also am Anfang du schon und Unsummen ausgeben. Tauli. Musst du mal ein bisschen Rückgrat beweisen, Sir. Mir ist das mit Wedin 2 passiert. Ach. Eieiei.
Nee, also ich wäre da gleich so, ich hätte da keinen Bock drauf. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe ja die ganze Zeit für live gezockt. Ich habe jeden Transfer mitgemacht. Ich habe nie was verpasst dahingehend. Ich habe immer meine Accounts transferieren können. Habe noch nie einen Account verloren. Naja, doch, einen Account habe ich tatsächlich verloren. Meinen ältesten Account habe ich verloren. Aber einfach nur, weil ich Passwort und E-Mail vergessen habe. Und halt ewig nicht online war auf dem Account. Und das Problem ist auch als Kind, boah, das war auch so nervig. Als Kind hatte ich keine eigene E-Mail-Adresse. Das ist eigentlich auch so dämlich. Und da habe ich mich halt immer mit den E-Mail-Adressen vom Vater und so angemeldet. Ja, Alter, what the fuck, ey. Und dann auch so 2012 oder so, hey, ich habe gerade eine E-Mail bekommen von diesem Fluff. Was ist denn das? Warst du das? So, ja. LMAO. Eigentlich komplett bescheuert. Check's bis heute nicht, warum ich mir da nicht einfach selber E-Mail-Adressen erstellt habe. So stupid, man. Und ich habe dann halt, also ich meine, meine ersten Accounts 2007 erstellt. Oder meinen ersten Account. Und genau den habe ich verloren. Mein zweitältester Account ist von 2008. Den habe ich noch. Den kann ich jederzeit einloggen und spielen damit. 2008er Account. August 2008. Aber damals als Kind habe ich echt so wenig gezockt. Also gefühlt habe ich da 10 Stunden pro Jahr gespielt. Also gefühlt. Wahrscheinlich war es schon ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr wahrscheinlich. Und ja, ich meine, wenn du als Kind ein Jahr lang also nicht mehr zockst und du schreibst das natürlich auch nicht auf, weil du dumm bist, weil du ein Kind bist und dumm bist, da vergisst du es halt einfach. Und ich glaube, das erste Mal, wo ich diesen Account dann quasi gesucht habe, war so 2009, 2010. Also 2 Jahre später habe ich dann irgendwann nach diesem Account gesucht und nirgendwo irgendwas dazu aufgeschrieben. Keine Ahnung, welche E-Mail-Adresse ich verwendet hatte. Ich wusste gefühlt noch die ID und den Ingame-Nickname, aber keine Chance, die habe ich nicht wiederbekommen. Ewig verschollen. Auf ewig verschollen. Gone, but not forgotten. Also ein bisschen kann ich den Schmerz nachfühlen. Ach scheiße, keine Power-Ups aktiviert. Also ein bisschen kann ich den Schmerz nachfühlen. Von so verlorener Zeit, verlorenen Accounts und verlorenem Equipment und so. Aber nicht so, wie wenn ich jetzt alles verloren hätte. Also ich meine, das war mein erster Account, das tut natürlich schon weh. Aber ich hatte Wedge-Set plus 10 und einen G-Stick. Und mein Main-Character war quasi ein Supporter, mit dem ich immer meinen Bruder supportet habe. Der mich dann immer gelevelt hat. Und das war's halt. Also ich meine, gut, war schon ein bisschen ärgerlich, weil das Set wahrscheinlich einiges wert, aber an für sich war es übelst der Trash-Account. Also, ich hätte mich safe eingeloggt, das Wedge-Set geplündert, verkauft und dann auch nie wieder gespielt mit dem Char. Also von dem her hätte sich nicht viel geändert. Ich hätte einfach noch ein bisschen Kohle gemacht. Immerhin hasse ich AM. Damals war die erste RM-Meta mit AOE-RM, Astria und halt Support-RM. Und dann einfach, ja, Doppel-RM-Abuse, Doppel-Heal, Pref ohne Cooldown damals. Pref ohne Cooldown ist OP gewesen. Du warst quasi unsterblich, plus Doppel-Heal warst du erst recht unsterblich. Und dann halt die ganze Zeit einfach nur gelevelt und Penya gefarmt. Ich glaube, du musstest nur so 3 oder 4 Stunden leveln in Astria und hast du schon dein komplettes Astria-Ticket wieder rein gehabt. Also zurückverdient. 7 Tage. Und jede Stunde, die du mehr drin verbracht hast, hast du dann einfach nur Geld gescheffelt. Geld wie Dreck. Good old times.